Digitalpianos unter 2000 Euro. In dieser Testreihe schauen wir uns das Kawai CA49 an. Es liegt ganz knapp unter dieser 2000 Euro Grenze. Es ist aber auch das einzige Digitalpiano, das zu diesem Preis eine Holztastatur aufweisen kann. Eine absolute Besonderheit und es markiert als kleinstes CA49 Modell in dieser Concert Artist Serie den Einstieg in Kawais Holzklasse, wenn man so will. Yassin, du bist ausgebildeter Jazzpianist, Leiter und Gründer der Online-Klavierschule Music to Me. Von dir möchte ich wissen, wie spielt sie das Klavier und ist es für den Klavierunterricht geeignet? Kann man auf einem Digitalpiano Klavier lernen? Also meiner Meinung nach natürlich, auf jeden Fall. Also in allen Musikschulen, die ich kenne, stehen natürlich auch Digitalpianos und mittlerweile sind die ein gutes Mittel zwischen akustisch und digital. Also man kann auf jeden Fall an diesen Instrumenten Unterricht nehmen, gerade in dieser Preisklasse, die ja auch schon etwas gehobener ist und dann auch schon etwas mehr investiert wird finanziell. Und auf die andere Frage zu kommen, die Tastatur, lässt sich sehr schön spielen. Macht Spaß, absolut, ich sag mal, leichtfüßig, also ein guter Mix aus einer gewichteten Tastatur, aber halt auch nicht zu schwer, dass vielleicht auch der ein oder andere nicht überfordert wird. Also auf jeden Fall sehr angenehmes Spielgefühl. Lässt sich auch, also fasst sich auch gut an. Wir haben hier oben auch wieder so ein bisschen, rauer. Also man hat hier einen guten Grip hier oben und also auf den schwarzen Tasten. Ja, diese Ebony Ivory genau. Synthetische Simulation ist das ja. Stichwort akustisch, digital. Da können wir uns vielleicht noch mal hier dieses Tastaturmodell anschauen, weil das ist wirklich eine tolle Sache, was Kawai da macht. Sie bauen ja in diese Concert Artist Serie schon seit vielen, vielen Jahren diese Tastaturen ein und haben die immer weiter verbessert. Das ist jetzt die Grand Feel Compact. Compact heißt, die ist ein bisschen kürzer als diese Grand Feel 3 Tastatur, die in den Topmodellen drin ist, CA79 und CA99. Dennoch hat die aber alle Details, die dazugehören. Ne? Also es ist also diese Taste, die über einen Waagebalkenstift geführt wird und ausbalancierte Gewichte, die dann halt den Hammer darstellen. Ne? Im Vergleich zu anderen Herstellern muss man da wirklich auch mal darauf hinweisen, weil dort werden sehr oft herkömmliche Tastaturen verbaut, die lediglich bei den weißen Tasten einen Holzkern in dieser Stelle verwenden. Ansonsten gibt es da nicht mal einen Waagebalkenstift oder so, die ist einfach gefaltet und das, was hier als Hammer funktioniert, befindet sich unten in der Taste. Also das ist natürlich auch schön für das Anfassgefühl, aber es ist nicht vergleichbar mit einer echten Holztastatur, wie das hier gemacht ist. Ja, also man sieht schon am Modell, dass es unheimlich aufwendig ist, diese Simulation. Und das merkt man natürlich auch beim Spielen, dass es wirklich dem Spieler wirklich unterstützt. Das wollte ich ja eigentlich von dir auch wissen, weil die Frage wäre, würdest du sagen, ja auf jeden Fall eine Holztastatur? Die Frage ist natürlich, was man für Ansprüche hat. Sage ich mal, als jemand, der sehr viel spielt und natürlich auch das beruflich macht, würde ich da auf jeden Fall dazu raten. Die Modelle sind ja mittlerweile auch bezahlbar geworden, die diese Tastaturen bieten. Kawai hat da ja auch einiges im Programm in alle Preisrichtungen. Und gerade hier für dieses Modell kann man sagen, ist die Tastatur auf jeden Fall ein Merkmal, was wichtig ist und was auch da in den Vordergrund gestellt wird oft beim Kauf. Okay, gut, aber die beste Tastatur nützt einem nichts, wenn der Klang nicht stimmt. Lass uns mal einfach ein paar Sounds hören. Wir haben jetzt hier, was haben wir eingestellt? Das SK-EX Grand, Piano Concert Grand, das ist so der Top-Piano-Sound, mit dem alles gehen soll. Genau, den haben wir jetzt schon kurz gehört. Ja, sehr fein. Wie macht er sich in der Dynamik? Also die Tastatur reagiert schnell auf laut und leise.
Ja, fein. Also kann man wirklich mit dem Spielen fein abstufen zwischen leisen Stellen und lauten und auch in einer hohen Tempo. Also die Tastatur ist nicht behäbig oder sowas oder reagiert langsam, sondern die passt sich wirklich dem Spielen gut an und ist auf jeden Fall, macht Freude auf der Tastatur zu spielen. Cool. Ich würde das sehr gerne auch ausprobieren mit ein bisschen Klassik. So, also für den Klassik-Test, also ich bin ja kein Klassik-Experte, aber ich benutze das zum Testen der Digitalpianos. Und da habe ich mir die Diabelli-Variationen ausgesucht, eine von Beethoven, eine von Schubert, weil die total unterschiedlich gespielt werden. Die erste ist von Beethoven, die benutzt so laute Akzente. Ja, funktioniert. Also klingt sehr klar und so auch wie du das beschreibst. Das macht die Dynamik alles mit, vor allem diese Akzente da in den Bässen, die kann man da richtig schön in die Tasten reinlegen. Toll. Klingt gut. Ja, die nächste ist viel leiser gespielt. Wunderbar. Funktioniert auch mit diesem Sound. Also ich habe jetzt auch hier nicht das Gefühl, wie bei anderen Pianos oft, dass ich einen anderen Sound haben möchte, der eben weicher abbildet nochmal im Pianissimo. Und das habe ich ja hier auch in dieser Stimmführung. Und da kann ich diesen leisen Klang auch toll ansteuern. Durch den Druckpunkt, den ich da spüre. Das kann ich wirklich genau steuern. Und ist jeder Ton da. Lässt sich schon sehr angenehm spielen. Super, diese absolut. Abstufung auf der Tastatur. Ja, also das merkt man schon, dass man hier so eine Wippe unterm Finger hat. Ja, das stimmt, ja. Gut, gucken wir nochmal, was so der Klang in der Resonanz kann. Also da nehme ich immer die Sweetberger Musk. Ja, großer Klang Voluminös. entwickelt sich da. Sehr gut, ja. Gut, aber ich würde mal sagen, bei 80 oder 90% der Digitalpianos, wenn man laut spielt und so volle Akkorde, es wird immer gut klingen. Ja, das stimmt, ja. Wie klingt es also hier? Sehr fein. Lässt sich, also es bildet schön ab, ist im Pedal, macht einen schönen Raum. Wunderbar. Ja, gefällt mir auch gut, ja. So, und noch leiser geht es natürlich auch mit dem Leisepedal, wie bei Clair de Lune im Intro, das con Sordino gespielt wird. Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, ich könnte noch leiser spielen. Ja, ja. Also das geht schon, das wirkt sich doch sehr, sehr aus. Ne? Also auch wenn man dann weiterspielen würde, ist es jetzt aber nicht so ein Riesenunterschied. So. Also das ist schon toll. Das kann man auch sicher kontrollieren über die Tastatur. Toll. Okay, hören wir uns noch ein paar andere Sounds an, würde ich sagen. Es ist ja nicht nur dieser eine Klavierklang da drin. Da muss man auch vielleicht mal dieses kleine Display erwähnen. Das ist ein OLED-Display, kann man super ablesen. Und das ist in Klartext. Meistens hat man ja in der Preisklasse dann nur ein kleineres Display, aber hier ist es eigentlich ganz schön. Das Upright Piano, lass uns das mal. Absolut überzeugend. Klingt nach Bar Jazz. Klingt nach Bar Jazz, genau. Ja, toll. Classic E-Piano. Das würde ich auch gerne noch hören.
mit Tremolo. Ja, wunderbare Sache. Gut, ja. Gut. Wunderbare Sounds. Mich hat am meisten das akustische Klavier überzeugt. Die anderen Sounds sind auch sehr schön. Aber für mich wäre am wichtigsten das akustische Klavier. Und das mit der Tastatur zu spielen, ist schon ein tolles Gefühl. Auf jeden Fall, ja. Ich denke, das ist auch so der Hauptkaufgrund, die Pianos und natürlich in Zusammenspiel mit der Tastatur. Und das gibt auf jeden Fall wirklich auch ein sehr gutes Gesamtbild ab. Ja, schön. Also es sind die Digital-Piano-Funktionen, die man braucht, Layer, Split und so weiter, ist alles da. Kleines Display, gut zu bedienen. Dann kann man sogar noch über Bluetooth eine App, Piano Remote heißt die, darüber kann man natürlich auch nochmal das ganze Piano bedienen oder auch mit dem Virtual Technician an das Voicing der Piano-Sounds gehen, wenn man das möchte. Also ein sehr breites Spektrum an Funktionen bekommt man auch noch geliefert. Rolldeckel und alles das, für mich eigentlich Top-Piano für Einsteiger, die also ambitioniert wirklich Klavier lernen wollen. Genau, also für ambitionierte Einsteiger, die dann auch weitermachen wollen, aber auch für Leute, die wirklich schon auch gut spielen können, ist es auf jeden Fall eine interessante Wahl und sollte man sich auf jeden Fall mal näher anschauen. Ja, cool. Also gute Wertung für das Kawai CA 49. Genau.